und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute komme ich mal wieder einem Zuschauerinnenwunsch nach und gestalte mit euch gemeinsam ein Stück, nämlich eine Bourrée von Leopold Mozart. Und da schauen wir mal, wie ihr das Stück spielen könnt, wo ihr atmen könnt und wie ihr es musikalisch gestalten könnt. Falls ihr neu hier seid, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Lisa hatte mir geschrieben, das Stück, an dem ich gerade dran bin, ist eine Bourrée von Leopold Mozart. Ich spiele dieses Stück wirklich gern, aber es hört sich für mich an einigen Stellen nicht passend an. Beispiel sind hier die Takte 9 bis 12. Ich bekomme beim Spiel keinen schönen Rhythmus hin, sodass das Stück flüssig klingt. Es hört sich eher nach ich weiß nicht so genau, was ich da tue, aber Töne kommen schon mal raus an. Ich hoffe, ich kann damit so ungefähr verständlich machen, was ich meine. Ja, liebe Lisa, ich glaube, das ist sehr verständlich für viele von euch auch, die dieses Gefühl kennen, dass ihr ein Stück noch gar nicht kennt und nicht wisst, wie ihr es spielen sollt, vielleicht auch noch nie gehört habt oder ihr habt es gehört, aber jetzt sollt ihr selbst spielen und dann funktioniert das irgendwie gar nicht. Hier ist es wie immer gut, wenn wir Schritt für Schritt vorgehen, wenn ihr Schritt für Schritt vorgeht, wenn ihr so ein neues Stück habt. Und das Stück von Lisa habt ihr ja eben schon gerade zu Anfang gehört, nach der Intro. Das ist also eine Bourrée von Leopold Mozart. Und sie hat ja geschrieben, sie hat Probleme in Takt 9 bis 12. Ich habe schon einen Verdacht, woran das liegen könnte. Dazu kommen wir später. Erst verschaffen wir uns mal einen Überblick, was eine Bourrée überhaupt ist. Es gibt nämlich ganz viele Bourrées, genau wie es ganz viele Menuette gibt und ganz viele Gavotte oder Gigue. Und das ist einfach eine Art von Tanz, ein höfischer Tanz aus der Barockzeit, der immer schnell geht und immer in 2 Halbe gezählt ist, normalerweise, und mit einem Auftakt ist. Und das konntet ihr auch in dem Stück hören von Mozart. Also schnell und in 2 Halben gezählt. Ihr könnt das in den Noten erkennen an dem C vorne mit dem Strich durch. Wenn da ein Strich durch ist, dann heißt es, es ist in Halben gezählt, alla breve. Und wenn da kein Strich durch ist, es ist in Vieren gezählt. Es geht uns jetzt aber nicht hauptsächlich darum, dass ihr das schnell genug spielt oder dass Lisa das schnell genug spielen kann, sondern es gibt ja Probleme bei der Einteilung, bei der Phrasierung, bei dem Gesamtablauf des Stückes. Und ich habe ja eben schon erwähnt, eine Bourrée hat immer einen Auftakt und der fällt hier auch gleich ins Auge. Es beginnt auch mit einem Auftakt, das Stück. Und wenn ihr einen Auftakt zu Anfang habt, müsst ihr immer gucken, ob ihr auftaktig weiterspielen könnt. Und dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch im Infokasten hier drunter. Aber keine Sorge, das ist hier ganz einfach bei dem Stück. Also es beginnt mit dem Auftakt und das lässt sich durchführen durch das ganze Stück. Ihr könnt quasi
jede letzte Viertelnote in jedem Takt könnt ihr euch als Auftakt vorstellen zum nächsten Takt. Also das denkt man natürlich nicht die ganze Zeit, aber wenn ich jetzt mal die Auftakte übertrieben hervorheben wollte, ich spiele mal langsam den Anfang, dann wäre das also so. Und so weiter. Ich habe jetzt mal aufgehört. Wo man es jetzt nicht gut machen konnte, war im dritten Takt, wo die ganzen Achtel sind. Da ist es schwer natürlich, das sehr als Auftakt hervorzuheben. Aber das ist wichtig für unsere Einteilung und für die Art, wie man das Stück spielt, dass es auftaktig ist. So, durch dieses auftaktige Spiel, was ich empfehlen würde, wenn man das Stück noch nicht kennt und zum ersten Mal spielt, was man dann wirklich mal so übertrieben machen könnte, wie ich das gerade vorgespielt habe. Und jetzt müsste man gucken, dass man aus diesen ganzen Stückelchen von jedem Takt mit Auftakt etwas Größeres macht, einen größeren Zusammenhang. Und wenn ihr euch vorstellt, dass Musik eigentlich auch eine Sprache ist und wenn ihr jetzt diese Bourrée euch vorstellt als gesprochenen Text, dann gibt es ja im Text Kommata, es gibt Punkte. Dann überlegt euch mal in dieser ersten Reihe zum Beispiel, im ersten System, was könnte denn da sinngemäß zusammengehören? Also zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, Frage und Antwort. Oder ihr stellt eure Frage, Komma, aber die hat noch ein Komma in der Mitte. Und was könnte dann sinngemäß zusammengehören? Das kriegt man, glaube ich, relativ schnell raus, weil das Stück einfach strukturiert ist, wie übrigens bei vielen Tänzen. Darum sind solche Tänze sehr geeignet, um musikalisch arbeiten zu lernen. Also ich würde mal behaupten, der erste sinngemäße Zusammenhang geht bis hier. Und da habt ihr in der Mitte davon nochmal so ein kleines Mini-Komma. Und dann muss es natürlich weitergehen und das fällt schon ins Auge. Im zweiten System kommt jetzt was zweimal, kommt also zweimal das Gleiche. Und das kann man auch wieder schön einteilen, immer mit dem Auftakt und sich das dann vorstellen, als ob jemand was sagt. Und wenn ich das dann zum Beispiel beim zweiten Mal als Echo spiele, was das Ganze auch abwechslungsreich macht, dann könnte es sein wie, ich wiederhole noch mal ganz leise, was ich gesagt habe. Und dann ist es, glaube ich, schon ersichtlich, dass die letzte Strecke von dem A an, Auftakt wieder, jetzt bis zum Schluss gehen kann. Und die hat ganz klar auch wieder so eine kleine Zweiteilung, nämlich zwischen dem tiefen A und dem hohen A. Ich habe euch jetzt da viel vorgegeben, verraten, aber ich glaube, das leuchtet ein, das geht jedem ins Ohr und das könnt ihr auch selbst rauskriegen, diese Einteilung. Das könntet ihr dann eben für den zweiten Teil genauso machen. Was jetzt Lisas Stelle da angeht, in Takt 9 bis 12, wie sie schreibt, so habe ich hier Takt 10 im Verdacht, dass da etwas mit dem Rhythmus schief geht, bei dieser Stelle mit der Viertelnote Cis. Es sind nämlich drumherum lauter Achtel, da ist eine ganz aktive Bewegung und ich denke, dass es da schnell mal passieren kann, dass man die Viertelnote Cis, die eigentlich so gespielt werden müsste, aus Versehen eben zu schnell spielt, an die Achtel anpasst und die dann so spielt.
und dann hakt der ganze Rhythmus. Also es stimmt natürlich auch nicht, aber dann kommt man ganz durcheinander. Man hört vielleicht nicht genau, was man da gemacht hat. Auf jeden Fall, wie Lisa schreibt, es ist da nicht passend irgendwie. Und da könnt ihr mal ausprobieren, dass ihr statt des Cis, dass ihr ein Cis spielt, aber statt der Viertelnote 2 Achtel spielt. Also einfach mal das, was die Note beinhaltet, da stecken ja 2 Achtel drin, dass ihr die mal ausspielt. Statt einer Viertelnote Cis 2 Achtel spielt. Dann bekommt ihr sofort ein Gefühl dafür, wie lange die dauern muss. Dann wisst ihr das. Und dann könnt ihr es beim nächsten Mal wieder richtig spielen, wie es da steht. Und jetzt habt ihr die Stelle vielleicht einzeln geübt, was dann wiederum passieren kann. Und das wäre sowieso schon vielleicht passiert. Das ist mein zweiter Verdacht, dass danach dieses tiefe A, womit diese Stelle endet, zu lange dauert. Da ist zwar dann eine kleine Zäsur vor dem hohen A, das ist richtig, aber das tiefe A hat nicht 2 Schläge oder sowas. Wenn ihr das kennt, dass ihr manchmal vor einem Rätsel steht mit so einem Stück, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich denke, da ist Lisa sicher nicht alleine und ihr habt bestimmt auch Stücke, wo das euch so geht. Ja, soweit für heute zu diesem Stück. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr weiter in die musikalische Gestaltung einsteigen wollt, tiefer einsteigen wollt, dann könnt ihr meinen Online-Videokurs Blockflöte Next Level ausprobieren. Ich verlinke das mal in der Infobox, da könnt ihr euch ein paar Probevideos anschauen, ein paar Ausschnitte aus den Kursvideos. Und das ist alles verlinkt, das ist gratis zum Ausprobieren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch und Lisa weiterhelfen und hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei auf Viras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!